Es ist ja alles darauf angelegt, den Betrachter für länger als nur 2 Minuten zu fixieren. Also ihm so viel Nahrung vorzuwerfen, dass er damit beschäftigt ist und sich daran delektiert und darüber die Zeit vergisst. Die Bilder sollen sinnvoll sein, aber absichtslos. Und wer malt, ist ganz der Sphäre der Sinne verpflichtet. Es muss etwas Sinnvolles entstehen. Und deine Träume landen in deine Bilder? Nein. Gar nicht? Nein. Ich nehme aber die Mechanismen des Traumgeschehens in mich auf und versuche meiner malerischen Vorgehensweise diese Mechanismen einzuwirken. Also ich versuche das Traumgeschehen zu simulieren, malend. Also das Eindeutige gilt es zu vermeiden, weil es immer auf Haltungsnoten hinausläuft. Ich bin jemand, der den Zweifel bevorzugt. Ich versuche, das Zustandekommen meiner Sujets so einzufädeln, dass der irrationale Moment eine möglichst große Chance bekommt, gestalterisch mitwirken zu können. Also es gibt hier nichts Zerebrales. Das tritt dann erst in Erscheinung oder in Aktion, wenn das Bild sich in einem fortgeschrittenen Zustand der Fertigstellung befindet. Dann fange ich an, das, was mir da unterlaufen ist, es ist ja regelrecht, es unterläuft mir ja, zu lesen, zu interpretieren, seinen Sinngehalt in Erfahrung zu bringen. Und da stoße ich immer wieder auf staunenswerte Folgerichtigkeiten, dass das Bild in sich doch eine erzählerische, surreale Logik entfaltet. Ja. Dass es mir etwas erzählt, was ich nicht wusste, worüber ich mir nicht klar war, als ich es auf Kiel legte. Ich rufe Gestalten hervor, ich rufe sie auf den Plan, ich rufe sie auf die Fläche, auf die Leinwand. Ich entwickle sie ja auch erst auf der Leinwand und nicht etwa im Vorfeld, indem ich irgendwelches Fotomaterial verwende oder selbst das Skizzieren versage ich mir, sondern ich will das volle Abenteuer haben, das volle Risiko des Scheiterns auch auf der Fläche. Und dann treten die Dinge plötzlich an mich heran. Sofern ich ihnen eine gewisse sinnliche Relevanz mitgeteilt habe, dass sie eine gewisse Verbindlichkeit an den Tag legen, bin ich für ihr Schicksal verantwortlich. Ich horche in mich hinein, was bahnt sich da jetzt gerade an, wer möchte da jetzt aufs Bild und worum geht es eigentlich letzten Endes? Und das sind Dinge, die steigen aus Klüften empor, die nicht unseren augenblicklichen Nachrichtensendungen entsprechen und unseren momentanen Diskursen, sondern das kommt von weiter her. So der Tatkraft, der das Gesicht der große Mann auszeichnet, diese Tatkraft bedarf
eine Aktion. Ja, ja. Also er war zum Beispiel der Erstbesiedler dieses Bildes. Ja. Er war zuerst da. Sein Porträt prangte zunächst auf einer weitestgehend monochromen Fläche. Und ich habe ihn mit solcher Hingabe und Intensität auf diese Welt geholt, dass ich fürderhin für seine Geschicke verantwortlich bin. Ich muss ihm also eine Umgebung bereiten, die sein Erscheinen rechtfertigt. Er verlangt das von mir. Ja. Und das darf dann kein Larifari sein. Diese Mini-Katastrophe, die scheint das handelnde Personal zu interessieren. Und sie starren alle darauf, beziehungsweise versuchen sich in Löschaktivitäten, Ja. während hinter dem Wald ein größerer Brand zu lodern scheint. Es könnte ein Waldbrand sein oder ein Weltbrand. Ja. Und hier im Vordergrund sind wir ganz traurig, weil ein lächerliches Konstrukt in sich zusammenfällt, an dessen Stabilität eigentlich niemand ernsthaft hätte glauben können, aber es ist jetzt hinfällig, es ist vorbei damit. Wie willst du, dass Menschen deine Bilder wahrnehmen? Sie sollen sie in erster Linie als Konstrukte von höchst sinnlicher Relevanz und von atmosphärischer Dichte wahrnehmen, die in erster Linie ästhetisch funktionieren. Getreu dem Motto, ein gutes Bild ist immer auch ein dekoratives Bild, aber ein dekoratives Bild ist nicht immer gleich ein gutes Bild.